Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur zweiten Runde in der Ringvorlesung Hospital Pedagogy International Perspectives im Sommersemester 2025. Mein Name ist Christoph Schneider, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsstelle für Werteerziehung und LehrerInnenbildung hier an der LMU in einem Projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und Digitalität. Ich betätige mich aber auch selbst forscherisch, und zwar in der Pflege- und Gesundheitsethik am Schnittbereich zur Didaktik. Ich freue mich sehr, diese Expertisen im Rahmen der nächsten 4 Vorlesungen hier in der Ringvorlesung kombinieren zu dürfen und bedanke mich schon jetzt ganz herzlich bei meinem Kollegen Dr. André Gomez für die Möglichkeit dazu. Ich freue mich schon sehr auch auf weitere Zusammenarbeiten, die wir anstreben und die wir derzeit auch schon vorbereiten für das nächste Wintersemester. Ich darf Ihnen zunächst kurz den Ablauf der nächsten 4 Sitzungen präsentieren. Heute werden wir uns mit Grundlagen und Anwendungen der Gesundheitsethik in der Pädagogik bei Krankheit beschäftigen und ich werde vor allem hier einen Schulbezug haben. Nächste Woche werden wir dann das Krankenhaus als einen wertvollen Ort für Patientinnen und PädagogInnen in den Blick nehmen, oder kurz gesagt, wir werden uns mit Grundfragen der Werteerziehung in der Krankenhauspädagogik auseinandersetzen. Am 16.05. in 2 Wochen werden wir uns dann in den Bereich der Fürsorgeethik und der Fürsorge in der Krankenhauspädagogik begeben. Darauf freue ich mich ganz besonders, denn die Fürsorgeethik ist ein integraler Bestandteil der Pflegeethik, also sozusagen meiner Hauptbeschäftigung. Und dann am 23.05. werde ich abschließend ein ethisches Plädoyer für die Pädagogik trotz Krankheit halten. Hierbei werde ich mich vor allem an den Begriffen Resilienz und Autonomie entlanghangeln und gewissermaßen wird dieser Vortrag dann der letzte dieser 4 eine Zusammenfassung, einen Ausblick der vorangegangenen 3 darstellen. Ich komme jetzt allerdings erstmal direkt in medias res zu den Themen, die uns heute beschäftigen. Und zwar werden wir uns gleich zu Anfangs kurz einmal damit auseinandersetzen, warum eigentlich Ethik. Danach werden wir Grundbegriffe dieser in den Blick nehmen. Moral, Ethos, Werte, die kennen Sie vielleicht schon. Auch 1, 2 andere werden wir uns noch ansehen. Danach komme ich zu den Anwendungen in der Pädagogik bei Krankheit, bevor ich dann Literaturhinweise für Sie dabei habe und eine abschließende Diskussionsfrage. Zunächst die Frage, warum eigentlich Ethik? Wir haben uns entschieden, ethische Fragen direkt zu Beginn dieses Semesters zu behandeln, anders als wie es oft vielleicht gemacht wird, am Ende in einem kurzen Exkurs auch nochmal auf ethische Fragestellungen einzugehen. Trotzdem möchte ich gleich voransetzen, das findet sich auf der nächsten Folie dann auch wieder. Ich habe leider nicht die Zeit, eine abschließende Sammlung von Begriffen, Theorien und Methoden zu präsentieren. Es wird sicher Elemente geben, die auch wichtig sind, die ich aber im Sinne der Stringenz dieser nächsten 4 Vorlesungen weglassen werde. Andere hingegen werde ich etwas ausführlicher thematisieren. Das sind einfach Entscheidungen, die den Themen geschuldet sind. Warum Ethik? Ethik provoziert die Suche nach dem, was die Gesellschaft zusammenhält. So beschreibt es Hans-Richard Reuter 2015. Die Ethik wird notwendig und immer notwendiger in einer immer differenzierteren Gesellschaft. In modernen Gesellschaften stellt sich die Frage nach Handlungsorientierung und von wem diese ausgeht immer mehr. Früher war es wahrscheinlich die Kirche, von der Handlungsorientierung am allermeisten ausgegangen ist, und in einer heutigen sehr pluralen Gesellschaft ist es nicht mehr der Fall. Deswegen wird Ethik immer immanenter in vielen Fragestellungen. Ethik ist in gewisser Weise kann man schon sagen, und das ist auch, das möchte ich mir an der Stelle als persönliche Notiz erlauben, das ist auch gut so. Ethik provoziert die Suche nach dem, was die Gesellschaft zusammenhält. Und damit komme ich zu Grundbegriffen der Ethik. Einige werden sie schon kennen, andere vielleicht noch nicht. Ich starte mit der Moral. Moral ist unmittelbares, eingeübtes und auch überliefertes Verhalten. Moral ist zumeist fraglos gültig als Verhalten, aber ist nicht unbedingt statisch. Denn in modernen
Gesellschaften existieren vielfältige Moralen, weil man nicht mehr von vornherein festlegen kann, dass die gesamte Gesellschaft sich auf eine Moral einigt. Moral ist wichtig, denn nur über solche Verhaltensmuster lassen sich unter Zeitdruck und Ressourcenknappheit, in konkreten Situationen ist das in der Regel der Normalfall, Entscheidungen treffen. So beschreiben es Anselm und Anselm 2021 in gesellschaftlichen Teilbereichen, in allen gesellschaftlichen Teilbereichen, bleibt das Ausprägen einer eigenständigen Moral aber immer unverzichtbar, weil im Sinne eines routinierten Handelns Verhaltensweisen da sein müssen oder da sein sollten, die sozusagen ad hoc abgerufen werden können, sonst kommt es irgendwann dazu, dass man nicht mehr handlungsfähig ist. In diesem Sinne braucht es Moral und die Theorie dahinter, die Reflexion der Moral, das ist die Ethik. Sie sehen Ethik als Theorie der Moral nach Körtner, aber auch als Theorie menschlicher Lebensführung, so beschreibt es Trutz Rentorf, und als Reflexion über das gute Leben. Die Grundfrage, die hinter Ethik steht, ist die Frage, was sollen wir tun? Ja, es kommt nicht von ungefähr daher, dass alle Definitionen auf dieser Folie von Theologen entstammen, sowohl Ulrich Körtner als auch Trutz Rentorf und Hans-Richard Reuter sind evangelische Theologen. Solche Fragen sind dem Christentum und vielen Religionen absolut immanent. Trutz Rentorf beschreibt die Ethik als Theorie der menschlichen Lebensführung und der Mensch ist in dieser verantwortlich als Subjekt der Lebensführung. Ethik entfaltet sich dann im Wissen um diese Verantwortung herum und dabei muss es zu Entscheidungsfindungen kommen. Faktoren dazu sind sowohl die eigene Position, was denke ich, aber auch die Perspektiven anderer, sowie vorangegangene Entscheidungen, wie wurde vielleicht in einer ähnlichen oder sogar der gleichen Situation in der Vergangenheit schon entschieden. Und nicht zu guter Letzt auch gesellschaftliche Diskurse, die vielleicht medial ausgetragen werden, aber in jedem Fall dann öffentlich. Ethik ist es wichtig, all diese Dinge zu berücksichtigen, denn Ethik muss wissen, um die Reflexion garantieren zu können, um die eigene Perspektivität. Und so ist sie dann auch bemüht um eine sogenannte überindividuelle Zustimmungsfähigkeit. Quasi, dass wir uns darauf einigen können, was die Ethik für das Richtige, für das gute Leben hält. Was ich jetzt hier nicht erwähne, sind Modelle der Entscheidungsfindung, die gibt es zuhauf aus verschiedenen Bereichsethiken stammend und auch aus allgemeiner Ethik stammend. Die werde ich jetzt hier aussparen und vielleicht in einer der folgenden 3 Vorlesungen noch einmal thematisieren. Das würde jetzt hier doch sehr den Rahmen sprengen. Wenn Sie da interessiert sind, finden Sie durch eine schnelle Suche in der Online-Suchmaschine Ihres Vertrauens sicher das ein oder andere Modell. Nicht zu verwechseln mit der Ethik ist das Ethos. Ethos sind eigene, zur Gewohnheit gewordene Verhaltensweisen. Ja. Bräuche und Gewohnheiten gehören auch dazu und diese sind durch Tradition stabilisiert und akzeptiert und in einer Gemeinschaft bilden sie sozusagen die Vorstellungen vom guten Leben ab. Ein Ethos ist die Gesamtheit der auf ein gutes Leben gerichteten Haltungen und Vorstellungen, an denen sich das Handeln in einer Gruppe oder einer Gemeinschaft faktisch ausrichtet, um noch einmal Hans-Richard Reuter zu bemühen. Ethos ist also das tatsächliche Verhalten, das Gewohnheit ist, und Ethik kann dann wiederum die Reflexion dieses Umstands werden. Zu verwechseln sind sie allerdings in einer genauen ethischen Beschäftigung nicht, denn das sind gewissermaßen häufig im Alltag wahrscheinlich synonym verwendete Begriffe, die aber für uns eine wichtige Unterscheidung bergen. Normen hingegen, Normen haben unmittelbar verpflichtenden Charakter, die sind nicht unbedingt tradiert, aber es sind zum Beispiel Gesetze oder die auch in Deutschland bekannten DIN-Normen, Gesetze der mathematischen Art, der physikalischen Art und natürlich vor allem auch der juristischen Art. Eine Entscheidungsfindung auf Normbasis ist so gesehen einfach, so habe ich es jetzt mal ein wenig frech formuliert,
weil sie gewissermaßen mathematisch abläuft. Wir haben eine Norm und wir können sehen, ist eine Norm erfüllt oder ist sie nicht erfüllt. Hier gibt es dann ein Problem. Normen begründen sich nicht selbst. Und die Idee, die hinter normbasierten Ethiken gerade der Vergangenheit stand, die Idee, dass eine Einigung in freiheitlichen Gesellschaften unmöglich sei und man deswegen einfach Normen festlegen könne, die ist unzureichend, denn eine Entscheidung muss sich auch aus sich selbst heraus begründen können. Jetzt wird es für jemanden, der in einer Forschungsstelle für Werterziehung arbeitet, besonders spannend. Werte. Werte sind Ziele des Handelns und Werte sind unverzichtbar für das Zusammenleben. Die Stärke, die liegt darin, dass Werte uns zum Handeln auffordern, aber auch das Ziel unserer Handlungen sind. Und Werte haben eine Dimension, die von Normen übersteigt. Normen können ihnen aufgezwungen werden, ihnen sind erstmal grundsätzlich juristische Normen der Bundesrepublik Deutschland als deutscher Staatsbürger, als deutsche Staatsbürgerin oder als jemand, der sich auf bundesdeutschem Boden bewegt, aufgezwungen. Sie müssen sich oder sollen sich daran halten, genauso wie ihnen die Gravitation ist ihnen als Norm aufgezwungen. Einen Wert hingegen müssen sie für sich übernehmen. Sie müssen sagen, ja, das finde ich wichtig, das finde ich positiv, das ist für mich wertvoll, das möchte ich für mich übernehmen. Das große Aber ist hier, dass in der Moderne keine allgemeingültigen Werte mehr existieren. Hier ist wieder die Pluralisierung mit für verantwortlich. Werte können in jede Richtung gehen. Sie können zum Beispiel nicht nur in gewisser Weise die Gesellschaft versuchen zu integrieren, sondern sie können auch exkludierend wirken, vielleicht sogar gefährlich werden. Sie können auch etwas als Wert für sich annehmen, wo vielleicht der Großteil der Gesellschaft sagen würde, das ist eigentlich negativ behaftet, ohne dazu jetzt in ein genaues politisches Detail gehen zu wollen. Es sollte deswegen auch legitimieren, dass wir nächste Woche uns mal ganz besonders anschauen, was denn Grundlagen der Werteerziehung in der Pädagogik bei Krankheit sind. Denn man sollte, so unsere These in der Forschungsstelle, man sollte zur Wertereflexion erziehen und nicht zu bestimmten Werten, denn wenn man den Beutelsbacher Konsens, auf den ich nächste Woche dann eingehen werde, ernst nimmt, dann darf man das auch gar nicht. Ich möchte mich noch äußern zum Verhältnis von normativer und deskriptiver Ethik. Das ist eine Unterscheidung, die für uns good to know ist, vor allem wenn man alle Seiten mit einbeziehen möchte in eine ethische Reflexion, in eine ethische Entscheidungsfindung. Normative Ethik möchte ein Orientierungswissen generieren. Sie möchte die Frage beantworten, was soll in Situation X getan werden. Eine deskriptive Ethik auf der anderen Seite enthält sich solcher Urteile. Eine deskriptive Ethik legt einen vielleicht sogar empirischen Maßstab an, soziologisch betrachtet, durch Befragungen oder ähnliches, und macht auch eine hermeneutische Vorgehensweise sich zu eigen. Sie beinhaltet, so habe ich das jetzt versucht zu formulieren, einen Blick zurück und einen Blick nach vorne, denn sie schaut sich an, woher kommt ein gewisses ethisches Urteil, eine gewisse ethische Herangehensweise, und in einem Blick nach vorne versucht sie Implikationen herauszuarbeiten für die Folgen einer gewissen Handlungsweise. Für uns gilt das große Aber wieder mal, beide Positionen bedingen sich gegenseitig und sind im ethischen Alltag, so habe ich es jetzt genannt, von Bedeutung, wenn man eine möglichst auf breit gefächertem Wissen basierende ethische Entscheidung treffen will, dann muss man all diese Teilbereiche mit einbeziehen. Ich komme zu für uns relevanten Bereichsethiken, auch Bindestrich-Ethiken genannt. Das kommt daher, dass sozusagen einer Ethik ein Bereich per Bindestrich vorgeschaltet wird. Die Idee ist, dass in bestimmten Situationen und unter bestimmten Umständen ganz spezifische ethische Überlegungen, Begrifflichkeiten und Kriterien angelegt werden sollten. Die Ethik avanciert historisch, entsprechend ihren Umweltbedingungen wie Globalisierung, Industrialisierung und vor allem eben der schon jetzt vielfach erwähnten Pluralisierung von einer reinen Geistes- hin zu einer praktischen Anwendungswissenschaft. Und das ist ein Trend,
der sich natürlich in vielen Bereichen und Feldern offenbart, nicht zuletzt aber in der für uns relevanten Bio-, Gesundheits-, Medizinethik und den angrenzenden Disziplinen. Und auch wenn man das Konzept der Bereichsethiken gerade hinsichtlich seiner Kleinteiligkeit durchaus auch kritisieren kann, weil die Gefahr besteht, dass gewissermaßen die ethische Reflexion darin aufgeht, weil es dann zu kleinteilig wird, trotzdem möchte ich nachfolgend die für uns 4 großen oder meines Erachtens relevanten Bereichsethiken einmal vorstellen. Zuallererst hätten wir die Gesundheitsethik, die Ethik des Gesundheitswesens. Die bildet gewissermaßen den Dachkomplex zu den darunterliegenden. Die Ethik im Gesundheitssystem beschäftigt sich vor allem auch mit dem institutionellen Rahmen, den das Gesundheitssystem darstellt, und als Teilgebiet der Sozialethik wiederum dann auch mit Fragen der Gesellschaft, der Vorsorge, der Fürsorge, der Therapie und auch Fragen der Ökologie und der Nachhaltigkeit zum Beispiel. Die Medizinethik ist vielleicht von all denen so diejenige, die wahrscheinlich in den Medien am häufigsten noch irgendwie erwähnt wird. Die Medizinethik ist grundsätzlich die ethische Reflexion auf das gute Handeln in der Medizin. Und um das ganz kurz noch etwas auszubreiten, die Medizinethik differenziert heutzutage vor allem dahingehend, dass nicht mehr wie früher die Frage ist, was soll ich, was kann ich, was darf ich tun, sondern mittlerweile muss man das eher umdrehen, denn wir sind wahnsinnig weit in der Medizin und es muss sich eher wirklich heutzutage die Frage stellen, darf ich noch, was ich kann, oder dürfen wir noch, was wir können? Und dabei ist eben dann auch besonders wichtig, Fragen der Ökonomie, der Gesundheitsbiografie eines Menschen, und der Dichotomie von Gesundheit und Krankheit mit einzubeziehen, um auch Reduktionismus entgegenwirken zu können. Die Pflegeethik ist jetzt mein persönliches Hauptsteckenpferd sozusagen. Die Pflegeethik betreibt ethische Reflexion pflegerischen Handelns, pflegerischer Haltung und der pflegerischen Rolle im Gesundheitswesen, die sich gerade mit der Covid-Pandemie von vor einigen Jahren massiv geändert hat. Es passiert dort sehr viel. Ende letzten Jahres wurde in der Bundesrepublik Deutschland ein Pflegekompetenzgesetz verabschiedet, das auch wieder ethischer Reflexion bedarf. Und vor allem wird dort immer auch mit reingebracht, dass die dass die Pflege akademisch in Deutschland eine sehr junge Disziplin ist, in anderen Ländern schon wesentlich länger dabei. Und auch das wird damit einbezogen, denn es gilt vor allem auch immer die Frage zu beantworten, was ist denn eigentlich Pflege und woher kommt das und wohin soll das gehen? Die klinische Ethik zu guter Letzt vereint gewissermaßen medizinische und pflegerische ethische Fragestellungen, die explizit im Kontext des Krankenhauses, also der Klinik, stattfinden. Dort beziehen sich diese dann wechselseitig aufeinander und das erfolgt nicht zuletzt im Kontext sogenannter klinischer Ethikkomitees. Der Begriff klinische Ethik ist an sich mit ein wenig Vorsicht zu genießen, denn die wechselseitige Beziehung ist etwas wahnsinnig Gutes. Trotzdem müssen vermutlich an gewissen Stellen dann auch im Kontext des Gesamtgesundheitskosmos die Disziplinen dann auch noch nebeneinander stehen. Die klinische Ethik hat aber vor allem auch die Aufgabe, das ethische Bewusstsein des gesamten medizinischen Personals im Krankenhaus zu fördern. Und hier kommen dann hoffentlich alle Bereiche wieder zusammen, nicht zuletzt in sogenannten klinischen Ethikkomitees, die dann wirklich am Krankenbett einzelne Fälle behandeln und die oft sehr interdisziplinär aufgestellt wird. Dazu später dann auch noch mehr. Ich komme als letzten großen inhaltlichen Punkt zu den Anwendungen dessen, was wir eben besprochen haben in der Pädagogik bei Krankheit. Und ich möchte voransetzen ein Zitat von Sabine Anselm aus dem Jahr 2012. Schulischer Unterricht ereignet sich stets am Schnittpunkt von Gesellschaftsbezug und Subjektorientierung. Und ich denke, hier wird dann auch erstmals klar, nicht nur, dass ich jetzt nachfolgend einen gewissen Schulbezug auch etablieren werde oder einen Bezug auf Beschulung im Krankenhaus, sondern auch, dass allein dieser Gesellschaftsbezug und die Subjektorientierung als erstes ethisch relevant werden, wenn
ein Mensch ins Krankenhaus eingeliefert wird, der noch beschult wird, beziehungsweise der pädagogisch-didaktisch betreut wird. Ethik ist nämlich die Theorie menschlicher Lebensführung auch, und diese Lebensführung kann durch das Krankenhaus eingeschränkt werden, und auch der Mensch als Subjekt kann in gewissermaßen eingeschränkt werden, denn er wird aus einem Gesellschaftsbereich hinausgerissen, wahrscheinlich sogar oftmals, und wird in einen Mesokosmos eingesetzt, der ganz anders ist, und muss sich darüber hinaus dann auch noch, so wird es in Schriften zur Krankenhauspädagogik auch beschrieben, wird dort dann eingesetzt und muss sich dort zurechtfinden. Und diese Frage nach Subjektorientierung und Gesellschaftsbezug, die geht dann viel weiter auch noch. Dazu werde ich mich in der 3. von unseren 4 Vorlesungen auch noch äußern. Ich habe vor allem hier deswegen aber mal zuerst diese 2 Fragen der Behandlung und Beschulung aufgemacht und möchte noch kurz dazu erwähnen, dass ich mit den Anwendungen jetzt primär Momente bezeichnen möchte, in denen ethische Reflexion vonnöten sein kann, eben diese beiden zum Beispiel. Und ich habe mir da beispielhaft 3 Stück ausgesucht, von denen ich der Meinung bin, dass sie jetzt für den Einstand für uns sehr relevant sind. Es besteht in der Beschulung meines Erachtens ethisch die Gefahr der Exklusion, die so auch von Krankenhauspädagoginnen und Pädagogen in Fachliteratur markiert wird. Die Gefahr besteht darin, dass ein Mensch nicht nur aus seinem gewohnten Umfeld heraus exkludiert wird, sondern eben auch aus der Beschulung, und dadurch sich negative Lebensumstände für diesen Menschen einstellen können. Und das gilt es ethisch zu reflektieren, ganz besonders im Hinblick auf die Frage nach der Subjektorientierung und dem, was das Subjekt braucht, um wieder zu einem guten Leben oder um weiter bei einem guten Leben zu bleiben, wieder zu einem guten Leben zu gelangen. Dann werden natürlich zur gleichen Zeit auch Fragen der klinischen Ethik berührt. Ja, es geht um Behandlung. Wann, wie, wo wird was behandelt, was soll behandelt werden, was soll vielleicht nicht behandelt werden. Und hier möchte ich ganz, ganz stark plädieren für Synergien. Ja, die klinischen Ethikkomitees, die dann hoffentlich tagen, setzen sich immer eigentlich interdisziplinär zusammen aus Menschen aus der Pflege, aus Ärztinnen und Ärzten, ausgebildeten Ethikerinnen und Ethikern und auch Mitarbeitenden der sozialen Dienste. Und das, denke ich, ist da ethisch geboten und sehr, sehr sinnvoll, wenn sich da auch Krankenhauspädagoginnen und Pädagogen mit einschalten. Denn sonst stelle ich hier diese Dilemmagefahr in Rot heraus. Was, glaube ich, verheerend wäre, ist, wenn es zur Frage von Behandlung versus Beschulung kommt. Das ist etwas, was sich auch in der Fachliteratur so wiederfindet. Ich glaube, hier gibt es dringenden Reflexionsbedarf, wenn es dann dazu kommt, zu überlegen, was ist richtig jetzt hier voranzustellen und was nicht. Wobei natürlich gelten muss, dass die Behandlung eines Menschen immer natürlich den Vorrang hat, denn die Patientin soll natürlich wieder gesund werden, denn sonst kann auch keine Beschulung mehr stattfinden. Zweitens möchte ich immer noch im Licht des Zitats von Sabine Anselm herausstellen, dass jeder Form von Bildung ethische Fragestellungen immanent sind, denn wo Gesellschaft und Subjekt aufeinandertreffen, geht es um Fragen der Lebensführung, und wir treffen eben im schulischen Unterricht oder an diesem Schnittpunkt auf die Gesellschaft und die Gesellschaft auf das Subjekt. Und dahergehend möchte ich vor allem Bildungsgerechtigkeit herausstellen, die so im normalen Schulsystem schon sehr wahrscheinlich oftmals nicht gegeben ist und die aber eben gerade, wenn jemand aus dem Regelschulsystem herausgerissen wird in etwas hinein wie eine Erkrankung, die im Krankenhaus temporär oder auch längerfristig behandelt werden muss, da werden Bildungsgerechtigkeitsfragen ganz besonders relevant, weil einfach die Gefahr besteht, dass jemand sozusagen abgehängt wird. Dagegen ist nämlich zu halten, dass
man ein Recht auf Bildung oder Schülerinnen und Schüler ein Recht auf Bildung, auf ihre Schulbildung haben und wie das dann auszutarieren ist mit wieder Fragen der Behandlung und dem Kosmos des Krankenhauses, das ist oder sollte besonderer ethischer Reflexion unterliegen. Zu guter Letzt, die Ausbildung einer ethischen Persönlichkeit ist auch Thema der Pädagogik bei Krankheit und das stellen de Oliveira et al., Kolleginnen und Kollegen, ganz treffend fest, denn by working in a hospital environment, pedagogues contribute to the formation of critical, ethical and participatory citizens who can actively act in society, having as one of the bases for their experience the knowledge built during the hospitalization period. Die Ausbildung einer ethischen Persönlichkeit ist auch Thema der Pädagogik bei Krankheit, denn das kann bewirken, dass durch die Pädagogen und Pädagogen, die dort handeln, kritische, ethische oder ethisch reflektierende und teilhabende Bürgerinnen und Bürger generiert werden, die aktiv an der Gesellschaft teilnehmen und die durch diese Zeit der Hospitalisierung nicht abgehängt werden, sondern im Gegenteil diese am Ende etwas noch weiter zunutze machen als nur die eigene Gesundung, sondern die tatsächlich diesen Wert der Gesundheit, den sie dadurch hoffentlich erlangen, wozu ich mich nächste Woche auch äußern werde, in die Gesellschaft hineintragen und so wir sprechen in der Forschungsstelle gerne von Mehrwert, einen Mehrwert generieren können. Das seien nur 3, ich weiß auch ganz basal nur beleuchtet habe ich das, 3 Schlaglichter. Möchte Ihnen zum Nachlesen, wenn Sie das interessiert, hier die Literatur ans Herz legen. Und ich verbleibe dann mit einer abschließenden Frage zur Diskussion. Transferieren Sie diese Theorie doch nun erstmals in die Praxis, diese vielen Begrifflichkeiten, die ich Ihnen jetzt versucht habe nahezubringen. Welche ethisch reflexionswürdigen Situationen sind Ihnen schon begegnet, wenn Sie im Krankenhaus als Pädagogin, als Pädagoge tätig sind? Welche können Sie sich vorstellen, dass Ihnen begegnen würden oder noch begegnen werden, wenn Sie noch nicht im Krankenhaus tätig sind? Und wären solche Situationen, die Ihnen da in den Sinn kommen, eher auf der großen Makroebene der Gesundheitsethik oder vielleicht sogar wirklich auf der kleineren, der klinischen Ethik zu verorten? So wage ich es jetzt mal, eine Größenabstufung vorzunehmen. Lassen Sie uns darüber gerne im Zoom-Meeting dann ins Gespräch kommen. Ich freue mich, dass ich Sie heute hier als Zuhörerinnen und Zuhörer gewonnen habe. Hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei und wünsche Ihnen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit Sie diesen Film, dieses Video, diese Vorlesung jetzt angeschaut haben, noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.